Hallihallo, es gibt Neuigkeiten. Einerseits meinerseits, andererseits von iTruePrep selber. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines Update-Video zu dem Review von meinem iTruePrep Temper. Und zwar habe ich noch einige Messungen zusätzlich gemacht. Ich habe das Ganze mit einem Einersieb getestet. Ich habe geguckt, ob ich die Extraktionsrate nach oben kriege. Ich habe die 58,4 mm Variante getestet und noch vieles mehr. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los. Wer den ersten Review nicht gesehen hat, der iTruePrep Temper ist im Endeffekt eine neue Generation von Tempern, weil er keine starre Oberfläche hat, sondern ein Gelkissen, was sich entsprechend dem Kaffeemehl anpasst. Also das heißt, an der Stelle, wo das Kaffeemehl mehr Widerstand leistet, beult sich der Temper ein und drückt dadurch an den anderen Stellen etwas fester, somit dass ich eine durchgängig gleichmäßige Dichte in meinem Kaffeekuchen habe. Produziert wird der Temper von Espasola, das ist eine kleine Firma aus der Schweiz, genauer gesagt aus St. Gallen, die auch so ein Gerät zur Brühgruppenreinigung herstellen, so ein rotes oder schwarz, hat man vielleicht schon mal gesehen, wie auch immer. Und genau, mittlerweile gibt es zwei Versionen davon, einmal die 58 mm und einmal die 58,4 mm. Unterscheidet sich einfach dadurch, dass dieser Kranz, den man eben auch abschrauben kann, 0,4 mm breiter ist, was dafür sorgt, dass er etwas besser im Siebträger sitzt. Wer jetzt die alte Version hat, die 58er, kann auch auf die 58,4er upgraden, indem man einfach den Ring austauscht. Der kostet was um die 20 €. Der Temper selber, wie gesagt, 58. Und dann gibt es jetzt mittlerweile noch einen kleinen Metallring, um den Temper abzustellen, weil man ihn laut Empfehlung von Espasola immer auf dem Griff und nicht auf dem Gelkissen abstellen sollte, um eben die Langlebigkeit zu gewährleisten. Und dafür gibt es jetzt eben noch einen Ring für diejenigen, die sich die unfassbar große Arbeit nicht machen möchten, den Temper einfach auf den Griff abzustellen. Wie gesagt, habe ich den Temper jetzt schon einige Zeit in Benutzung und habe ein bisschen mit rumgespielt, ausprobiert, was jetzt das Handling angeht. Wie gesagt, er verhält sich eigentlich wie ein ganz normaler Temper. Ist ein bisschen, wabbelig, sage ich jetzt mal, beim Tempen selber. Was dem einen liegt, dem anderen nicht. Muss man eben gucken, ob man damit zurechtkommt. Sonst, was die Sauberkeit angeht, keine Probleme. Sollten sich hier wirklich mal Kaffeereste zwischen Gelkissen und Rand verirren. Abschrauben, abwischen, ab dafür, fertig. Was die Langlebigkeit angeht, gut, ich habe ihn jetzt noch nicht so ewig lange, aber ich konnte bisher kein Nachlassen der Funktion oder ein Verformen des Gelpads oder sonst irgendwas feststellen. Man darf natürlich nicht mit scharfen Gegenständen in das Pad reingehen oder mit spitzen Gegenständen, dann geht's kaputt und dann muss man es auch austauschen. Aber auch das wäre im Zweifelsfall möglich. Sonst er liegt auch gut in der Hand, hat ein ordentliches Gewicht. Ich schau mal ganz kurz, wie viel das ist. 245,4 Gramm. Ja, und sonst gibt es dazu eigentlich nicht sonderlich viel mehr zu sagen. Was meine Erfahrung jetzt damit angeht, wie gesagt, ich habe jetzt beides getestet, sowohl das Doppelsieb als auch das Einersieb. Ursprünglich wurde der Temper für das Einersieb konzipiert, damit man eben beim Einersieb auch etwas gleichmäßigere Extraktionen hinbekommt, was aufgrund der Bauform des Siebs einfach ein bisschen schwieriger ist. Ich habe beides getestet und die Ergebnisse sind tatsächlich in etwa vergleichbar. Ich quäle euch jetzt nicht mit den einzelnen Zahlen, sondern sage euch einfach nur das Overall Outcome. Wenn euch die Zahlen, die Extraktionswerte, den Ablauf der Versuchsreihe, die ich gemacht habe, wenn euch das alles interessiert, ich habe es unten verlinkt, das Dokument, dann könnt ihr da mal reinschauen und euch die Zahlen genau angucken. Aber jetzt fasse ich es euch quasi nur zusammen. Also grundsätzlich, was man erkennt, wenn man mit dem Temper arbeitet, ist, wenn man die Parameter gleich behält, wie man es für einen regulären Temper tun würde, sinkt die Extraktionsrate erheblich, teilweise um bis zu 2% und das auch konstant. Wenn man die Parameter jetzt entsprechend anpasst, kann man die Extraktion allerdings auch wieder nach oben bringen, 17, 18, 19%, je nachdem, wie man eben arbeitet. Man muss allerdings ein bisschen anders damit umgehen. Also reine Temperaturerhöhung oder Verlängerung der Brühzeit, damit ist es leider nicht getan, weil dadurch kommen auch die negativen geschmacklichen Effekte, die ich da habe. Also die besten Ergebnisse mit dem Temper selber habe ich bekommen, indem ich einfach die Brew-Ratio etwas verlängert habe. Also von 1:2,2 auf 1:2,4 bis 1:2,6 hochgegangen bin, weil durch die höhere Flow-Rate, die ich dann habe und durch das Mehr an Wasser, kann ich die Extraktion wieder nach oben bringen, ohne jetzt diese klassischen trockenen, überextrahierten Noten damit rauszuholen. Doppelsieb und Einersieb haben sich da jetzt nicht sonderlich viel gegeben, wobei man sagen muss, dass sich ein Puck Prep, also die Vorbereitung des Kaffeemehls beim Einersieb, negativ ausgewirkt hat. Also das heißt, wenn ihr ein Einersieb habt und den Temper verwendet, das Sieb aus der Mühle holt und dann diesen Berg an Kaffeemehl habt, den man normalerweise eben verteilt, lasst den so. Das hat nämlich den Vorteil, dass dieser Berg, die Spitze des Berges in der Mitte des Siebträgers, mehr Material ist und somit die Mitte besser ausgefüllt wird. Und die Mitte ist der Bereich im Einersieb,
die besser extrahiert wird wie die Ränder. Und dadurch habe ich im Endeffekt wirklich eine bessere Extraktion gekriegt. Also wenn ihr mit dem Einer-Sieb arbeitet, kein Puck-Prep machen, eher gucken, dass das Kaffeemehl schön in der Mitte ist und dann einfach drauf lostempen. Robert, ein Kollege aus der Coffee Community, war so nett, die Daten, die ich gesammelt habe, in ein Schaubild zu übertragen. Und in diesem Schaubild sieht man jetzt sehr schön, dass alle Werte relativ nah beieinander liegen mit dem iTroPrep, auch wenn die Extraktionsraten etwas unter der Norm liegen und etwas runtergefahren sind, aber nichtsdestotrotz sieht man noch ganz deutlich die Gleichmäßigkeit, die der iTroPrep Temper einfach bringt, sowohl bei den Einzel- als auch bei den Doppelsieben. Wenn ihr sehr verliebt seid und gerne mit Zahlen jongliert und darüber sprecht, schaut auf jeden Fall auf seinem Instagram auch mal vorbei. Espresso Fun heißt das Ganze. Ich verlinke es euch auch nochmal, weil er macht da immer ganz interessante Sachen, die sehr nerdig sind teilweise, aber gerade wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, doch sehr interessant. Er hat übrigens auch ein Buch über die ganzen Zahlen dahinter geschrieben. Jo, Werbung Ende. Unbezahlt übrigens. Also einfach nur aus kollegialer Nachbarschaftshilfe sozusagen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, was soll ich dann mit dem Temper, wenn er mir eigentlich eher meine Extraktionswerte zerschießt? Was sowohl beim Einser als auch beim Doppelsieb ganz klar wurde, ist, dass die Extraktionen deutlich gleichmäßiger geworden sind und deutlich reproduzierbarer. Also ich habe wirklich konstant sowohl bei dem Doppel- als auch bei dem Einer-Sieb konstante Extraktionswerte gehabt und wesentlich weniger Ausreißer. Auch was Channeling angeht, hat sich das deutlich vermindert und ich habe deutlich gleichmäßigere Extraktionen gekriegt. Einzige Ausnahme war, Einser-Sieb mit Puck-Prep hat sowohl mehr gechannelt, als auch unkonstantere Ergebnisse gegeben, als auch niedrigere Extraktionswerte in Summe. Gut, jetzt wissen wir aber auch, Extraktion ist nicht die Lösung aller Probleme, denn nur weil ein Kaffee hoch extrahiert ist, heißt es noch nicht, dass er gut schmeckt, weil der Extraktionswert sagt mir im Endeffekt nur aus, wie viel ich daraus gelöst habe, aber nicht in welcher Kombination ich das daraus gelöst habe. Das heißt also, dass ein etwas schlechter extrahierter Kaffee trotzdem besser schmecken kann. Deswegen kommen wir ganz kurz zum Geschmack. Geschmacklich, muss ich sagen, habe ich jetzt keine immensen Verschlechterungen oder immensen Verbesserungen feststellen können. Geschmacklich ist es so, dass der iTroPrep Temper für mich subjektiv ein bisschen süßer, ein bisschen runder, aber weniger differenziert geschmeckt hat, wie jetzt ein Standard-Temper. Das ist, wie gesagt, aber jetzt eher subjektiv und kann ich so jetzt mit Zahlen nicht belegen. Also das heißt, geschmacklich sind die sich schon recht ähnlich, der iTroPrep versus ein normaler Temper. Man muss halt nur entsprechend die Werte anpassen. An dieser Stelle wie immer ein Dankeschön an meine Patreons, die mich nach wie vor fleißig unterstützen, mir ein Budget zur Verfügung stellen, solche Sachen auszuprobieren, bis hin zu spielen, das nicht alles aus eigener Tasche bezahlen zu müssen und den Kanal mehr oder weniger am Laufen halten. Wenn dich das auch interessiert, wenn du sagst, finde ich gut, was du machst, möchte ich auch dabei unterstützen, findest du unten die Links dazu. Freut mich, wenn du da mal vorbeischaust und weiter geht's! Kommen wir noch zu dem Unterschied zwischen 58 und 58,4 mm. Ja, der ist nicht immens. Also der 58,4 sitzt natürlich etwas besser im Siebträger, was dazu führt, dass man weniger die Tendenz hat, schräg zu tempen, weil auch das ist ein Problem mit dem iTroPrep Temper. Auch wenn ich dieses Gelkissen habe, kann ich trotzdem schräg tempen. Das passiert trotzdem. Sieht man insbesondere, wenn man einen bodenlosen Siebträger hat, dann kann man das ganz gut erkennen. Das heißt, auch hier muss man trotzdem konzentriert und gerade tempen, um gleichmäßige, gute Ergebnisse zu bekommen. Aber wie gesagt, 58,4 ist einfach das Risiko ein bisschen geringer. Was diesen Kranz angeht, den ihr auf dem Kaffeekuchen habt, den man sieht, wenn man das Ganze tempt, wo viele sagen, habe ich da ein Problem mit Channeling, konnte ich persönlich nicht feststellen. Also ich hatte jetzt nicht mehr oder weniger Channeling durch diesen Kranz. So wie es Espasola erklärt, ist es auch so, dass das Gelkissen flexibel ist. Das rutscht quasi nach, wenn irgendwo weniger Widerstand geleistet wird vom Kaffeekuchen. Das heißt, es drückt sich über den Rand raus und drückt auch zur Seite und nicht nur wie ein starrer Temper nur nach unten. Das heißt, selbst wenn wir diesen Rand auf dem Kaffeekuchen haben, auf der obersten Ebene des Kaffeekuchens, wird darunter der Kaffee trotzdem gleichmäßig angedrückt und verteilt. Merkt ihr auch, wenn ihr den Siebträger mal umdreht, wenn der Rand nicht ordentlich verdichtet ist, dann fällt der Kaffeekuchen einfach raus. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt er eben ordentlich drin und der ist immer gut drin geblieben. Kommen wir zum Fazit. Da hat sich aus meiner Sicht nicht viel verändert zum letzten Video. Ich finde es nach wie vor ein interessantes Tool, das halt eine spezielle Zielgruppe hat. Das heißt aus meiner Sicht 2 Zielgruppen. Einmal diejenigen, die sich jetzt nicht wahnsinnig viel Gedanken um die Extraktion machen wollen, beziehungsweise um die Reproduzierbarkeit und da einfach,
ein Tool brauchen oder möchten, was ihnen da ein bisschen Gedankenarbeit abnimmt. Oder zweite Zielgruppe, diejenigen, die sich wirklich tief in das Thema reinfuchsen möchten und hier wirklich Gleichmäßigkeit suchen und Verlässlichkeit suchen. Was mich persönlich angeht, meine erste Wahl wird's nicht. Ich finde es, wie gesagt, ein cooles Tool. Ich bin da aber irgendwie ein bisschen oldschool und ich mag einfach das Handling von einem klassischen Temper und auch, ja, das Arbeiten, was man damit hat. Also ich bin das jetzt halt so gewohnt, vielleicht werde ich auch einfach alt, who knows, und ich arbeite gerne so und für mich war jetzt der Unterschied, da ich ohnehin immer sehr viel auf Pack Prep achte und da sehr viel Zeit investiere, den Kaffee wirklich ordentlich zu extrahieren, macht es für mich jetzt keinen so riesen Unterschied, weil ich durchdenke meinen Kaffee ohnehin fast bei jedem Shot und entsprechend brauche ich jetzt kein Hilfsmittel, was mir dahingehend weiterhilft. Im Gegenteil, ich finde es sogar spannend, mich selber so ein bisschen zu zwingen, sauber zu arbeiten und da auch meine Technik zu verfeinern, weil ich muss auch arbeiten können, wenn ich mal keinen ITROPrep Temper in der Hand habe und entsprechend, ja, ist das ein Hilfsmittel, was ich persönlich für mich vielleicht mal einsetze, wenn ich wirklich einen spannenden, hochwertigen Kaffee habe, wo ich gucken will, ob ich dadurch ein bisschen interessantere Ergebnisse kriege. Also eher was zum Spielen und weniger für den ganzen Tag. Aber that's just me. Aus meiner Sicht ITROPrep Temper ausreichend dargelegt und erörtert. Wenn du sagst, ich möchte mal wissen, wie man mit dem Temper arbeitet, ich habe hier schon ein Dial-In-Video dazu gemacht, schau da gerne rein. Den ersten Review, den ich dazu gemacht habe, findest du hier. Abonnieren, liken, klar. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Hobby die Ede.